Hallo und herzlich willkommen hier bei mir in Carinas Kochecke. Heute machen wir schnellen Rhabarberkuchen vom Blech. Ihr braucht noch ganz schnell einen Kuchen, dann ist dieser hier genau der richtige für euch. Er ist mit Vorbereitung und Backen in unter 30 Minuten fertig. Wenn ihr mehr Rezepte von mir sehen wollt, vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Und dann würde ich mal sagen, auf geht's! Ihr braucht ca. 500 Gramm Rhabarber. Das entspricht ca. 5 bis 7 Stangen, je nach Größe. Den Rhabarber einmal gut waschen und die Strünke oben und unten entfernen. Dann den Rhabarber schälen. Dazu einfach einschneiden und in Fäden abziehen. Man kann die Schale, wenn man möchte, auch dran lassen. Ich persönlich mag das aber nicht. Deshalb entferne ich die äußere Schale. Ein kleiner Tipp noch, wenn ihr Rhabarber kauft, sollte er rötlich sein. Grüner Rhabarber ist noch sehr sauer. Umso roter der Rhabarber ist, umso mehr Süße hat er gebildet. Wenn ihr den Rhabarber geschält habt, schneidet ihr ihn in kleine mundgerechte, gleichmäßige Stücke. Und jetzt machen wir schon den Kuchenteig. Dazu schlagt ihr 4 Eier der Größe M in einer Schüssel auf. Und gebt dann 100 Gramm Zucker dazu. Dann schlagt ihr das Ganze erstmal bei kleinster Stufe mit dem Handrührgerät 1 Minute an. Dann stellt ihr den Mixer auf höchste Stufe und rührt so lange, bis sich der Zucker aufgelöst hat und die Masse weiß, cremig und luftig geworden ist. Als nächstes benötigt ihr ein Päckchen Vanillezucker, 200 ml Milch und 110 ml Öl. Zuerst geben wir das Päckchen Vanillezucker zur Masse, dann kommt die Milch dazu und direkt danach das Öl. Jetzt wird das Ganze mit dem Handrührgerät ungefähr auf mittlerer Stufe nochmal ca. 2 Minuten gut verrührt. Als nächstes benötigt ihr 375 Gramm Mehl und ein halbes Päckchen Backpulver. Ich habe hier ganz normales Weizenmehl genommen. Das halbe Päckchen Backpulver wird jetzt gut mit dem Mehl vermischt. Jetzt geben wir noch eine Prise Salz an den Teig. Eine Prise Salz gehört an jeden Kuchen, um die Süße des Teiges noch besser hervorzuheben. Als nächstes nehmen wir uns ein Sieb und sieben erst einmal die Hälfte des Mehls zum Teig dazu. Dann rühren wir das Mehl auf niedriger Stufe in den Teig ein. Das sollte allerdings nicht zu lange dauern. Jetzt sieben wir die zweite Hälfte des Mehls zum Teig. Die zweite Hälfte des Mehls wird jetzt auch auf niedriger Stufe kurz untergerührt. Nun geben wir unseren in Stücke geschnittenen Rhabarber zu unserem Teig dazu und heben ihn vorsichtig mit einem Spatel unter den Teig. Alle Rhabarberstückchen sollten gut mit Teig bedeckt sein. Nun legen wir ein Backblech mit Backpapier aus. Ich benutze hier eine praktische Dauerbackfolie. Unseren Rhabarberteig verteilen wir jetzt gut auf dem gesamten Backblech. Dabei solltet ihr darauf achten, dass der Teig gleichmäßig verteilt wird und überall ungefähr die gleiche Dicke hat. Was ist denn so euer Lieblingskuchen? Schreibt es mir gern mal in die Kommentare. Über ein Abo und ein Like von euch würde ich mich sehr freuen. Und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, damit ihr keins meiner weiteren Rezepte mehr verpasst. Das Backblech kommt jetzt bei 200 Grad Ober- und Unterhitze in dem vorgeheizten Backofen für ca. 20 Minuten. Wenn der Rhabarberkuchen komplett ausgekühlt ist, wird er noch leicht mit Puderzucker bestäubt.
So sieht unser Rhabarberkuchen dann angeschnitten aus. Der schnelle Rhabarberkuchen vom Blech in unter 30 Minuten. Ich hoffe, mein Rezept hat euch heute wieder gefallen. Dann würde ich mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei seid. Bis zum nächsten Mal hier bei mir in Carinas Kochecke. Tschüss!